Willkommen bei festivalzombie.com. Zu Gast habe ich heute Basti, Jens und Knut. Und heute reden wir über improvisierte Waffen vom Festival. Denn das bietet sich an, denn Jens bastelt Waffen. Vorzugsweise aus Schaumstoff, also hier zum Beispiel. Aber echt ist auch geil. Szenario. Festival, Tausende von Leuten, Zombie-Ausbruch. Wo würdest du als erstes hinrennen, um dir Waffen zu beschaffen? Ey, in Wacken jetzt? Also, ja, meinetwegen Nehmen wir Wacken. ausgehen. Dann gehst du in ein Lager und nimmst dir eine Brechstange. Erstmal, dann hast du das Basispaket erstmal durch. Genau. Ja, stimmt. Also wenn wir den realistischen Ansatz gehen, Ja. macht das tatsächlich am meisten Sinn. Wenn wir jetzt aber sagen, wir drehen einen Film, der völlig überzogen und schwachsinnig sein soll. Der Auftrag ist, wir müssen ganz schnell ganz viele Zombies umlegen. Tausende. Wir haben eine Stunde Zeit, um 40.000 Zombies umzulegen. Von der Bühne denn? Oder Genau, gehen wir davon aus. Wir haben eine Stunde Zeit, 40.000 Zombies vor der Bühne umzulegen. also ich finde den Ansatz ganz gut, erstmal impulsmäßig was zum Verteidigen zu haben. Und dann will ich die ja noch von mir fernhalten, dass sie mir nicht beißen können. So eine Art Ritterrüstung oder sowas. Man ist dagegen gefeit, gebissen zu werden. Man hat sich bewaffnet, um sich persönlich selbst zu verteidigen. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt müssen wir die Horden halt umlegen. Wenn wir jetzt in Wacken sind, überall Bauernhöfe, Mähdrescher. Hatten wir schon mal gesagt. Ja. Was ich jetzt auch noch mal vor Augen hatte, John Deere, die haben so ein Sprühfahrzeug. Eben, die benutzt werden, um Dünger oder Pestizide zu versprühen, mit, ich glaube, fast 40 Meter Spannweite. Und ich möchte so ein Ding sehen, das quasi durch die Massen fährt und nicht Gift versprüht, sondern... Nee, auch nicht. Im Tank hinten drin ist irgendwas, Benzin, sonst irgendwas, was brennt. Das Ding spritzt raus und wird angezündet. Das ist ein riesiger fahrender Feuerengel mit 40 Meter Flügelspannweite. Das ist geil. Gut, du hast dich jetzt körperlich geschützt durch deine Rüstung, aber der ganze Rest, der muss ja erstmal angeschafft werden. Ich meine, so einen Träger zu besorgen, ja, da musst du die Bauern kennen, das ist ja auch alles ein bisschen weit hergeholt. Ja, der Bauer ist schon Zombie und dann Viel besser ist er zum Beispiel. bring ihn auf vollgeteilt zurück! Irgendwie so Ja, Scheiße. genau. Aber sieht bestimmt geil aus. Irgend so ein Typ auf dem Träger in Ritterrüstung. Typ in Ritterrüstung auf dem Trecker, der Feuer spuckt. Ja, genau. Gab's noch Und nicht. Plattdeutsch redet. Um Gottes Willen. Aber auf der Bühne, da sind auch diese Kamera-Ausleger, oder nicht? Ja. Ja, das Ding bewaffnen und damit irgendwie über die ersten Reihen immer mit irgendwas. Ja, oh ja. Hier, man lässt eine Band spielen, damit die Zombies immer dahin gelockt werden und immer weiter rankommen. Und an diesen Kameraarm macht man vorne irgendwie Irgendwas. einen Strauß Kettensägen. Zum Beispiel. Oder man man lockt sie alle an einen bestimmten Punkt, den wir schon gesprochen haben, und will da was explodieren lassen. Also ich sag mal, irgendjemand soll sich dann eine eklige Frau, weil die nicht gebissen wird, geht dann in die Mitte vor die Bühne. Jetzt sind die sexistischen Zombies. Ja, genau. Genau. Zombies. So, und dort muss dann eine Bombe platziert werden und dann wird dann irgendwie über ein Musikstück zum Ende im Grunde genommen die Wall of Death oder so irgendwie angeleiert, dass sie dann zum Ende hin, dann wenn sie aufeinander zurennen, bam! Pyro und so weiter ist ja alles auf Ja, gut, dann Festivals. kann man das aber auch mit Strom machen. Also Das ist jetzt so Strom eine- finde ich zum Abhalten. Naja, bei den zumindest- Gittern. Also weil die überall sind, dass man Die Bauzäune unter die Strom. Bauzäune Ja. unter Strom setzen, damit sie teilweise nicht weg können. Damit kriegst du oder schon sowas. einige. Oder eben, wenn man die Massen jetzt vor die Bühne lockt, damit sie nicht auf die Bühne kommen, dass man die Crash Barriers, also die Barrikaden, dass man die unter Strom setzt, damit die da erstmal nicht rüberkommen, Ja. man weiter Dann hier bist du erstmal safe. die Massen dahin lockt und ja, sind alle da und dann irgendwie, ja, den Tod auf sie niederregeln. Und das ist auch ein geiler Ansatz, wo du dir so eine Art Basis bauen kannst. Du kannst wirklich Bauzäune stehen, hast ja genug, zäunst dir einfach einen kleinen Bereich erstmal ein, den du ja. Die Bühne zum Verteidigen. Zum Beispiel die Bühne kannst du auch erstmal hintenrum ein paar Bauzäune stellen, unter Strom und dann hast du erstmal Ruhe. Wir brauchen auf jeden Fall den Feuerengel-Traktor. Ja. Gefahren von einem Ritterrüstung tragenden, plattdeutsch sprechenden Bauern. Ey, bis auf der Plattdeutsch gehe ich damit konform. Ja, der hat vielleicht nur eine ganz kleine Sprechrolle, aber die muss platt Genau. sein. Also besser als sächsisch. Dann auf jeden Die Fall. Zäune werden unter Strom gesetzt
und das Infield wird gesprengt. Ja. Ich glaube, dann haben wir's. Wenn er nicht in der. Abgesehen, nur wenn er nicht in der echten. Im Film funktioniert es auf jeden Fall. Wenn er jemals in einer echten Zombie-Invasion sein soll, ist das. Versuch nicht das fucking A-Team zu sein. Renn weg. Hol dir eine Brechstange und renn weg. Amen. Und mit diesen Worten beschließen wir diese Episode von Zombie Movie Talk. Tunte! Was sind eure Ideen dazu? Was fällt euch noch ein? Was würdet ihr in dem Film lieber sehen? Wollt ihr lieber den realistischen Ansatz, wo man einfach nur wegläuft, sich eine Brechstange holt, um sich zu verteidigen und das war's? Oder wollt ihr abgefahrenen Kram? Wollt ihr Action? Wollt ihr eben diesen A-Team-Schwachsinn? Ich persönlich finde das eigentlich geiler. Sehr geil. Weil es halt, weil es einfach nur abgefahren. Ja, eben. Was wollt ihr? Auf was steht ihr mehr? Schreibt es uns auf festivalzombie.com unten in die Comments und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Zombie Movie Talk. Bis dann. Ciao.